Das ist der Beta 75X HD Digital WUP. Geflogen mit der TBS Tango 2 per Crossfire und der DJI FPV Brille. Hier sieht man schon vorne, dass der WUP eine KDX Nebula Kamera hat, die schön klein und besonders leicht ist. Um noch mehr am Gewicht zu sparen, wurde hier ein Naked Vista Modul verbaut. Bei dem Modul wurde einfach der Kühlkörper entfernt. So spart man 10 Gramm. Hier zum Vergleich ein normales Vista Modul mit der Nebula Kamera und die Naked Version mit einer kleineren Antenne von Beta FPV, die nur 1 Gramm wiegt statt 2,3 Gramm bei der Original Rushtank Antenne. Die 40 mm 4-Blatt-Propeller sind Gemfen 1636. Die Motoren sind 1103 mit 8000 kV, optimiert für 3S-Akku. Mein WUP wurde geliefert mit der Minimortal-Antenne mit dem Nano-Crossfire-Empfänger. Ich verwende hier den GNB 300 mAh 3S-Akku. Der Quad wiegt ohne Akku knapp 57 Gramm. Mit dem 300 mAh 3S-Akku sind es 82 Gramm. Die Beta FPV-Akkus haben 45C und liefern so etwas mehr Strom als die 30C GNB-Akkus, sind aber um halben Gramm schwerer mit 25,80 Gramm. Der Beta FPV-Akku sitzt perfekt in dem 75 mm Frame. Bei dem GNB-Akku ist es recht schwer, den in das Frame zu stecken. Mit etwas Übung klappt es aber. Theoretisch könnte man auch 2S fliegen, aber der GNB-Akku mit 450 mAh ist einfach zu dick. Neben dem 75X Quad gibt es auch noch den 85 mm Quad, der die gleichen Komponenten hat wie der Beta 75X, sogar die Motoren sind gleich. Das 85 mm Frame ist mit Carbon verstärkt, aber schwerer. Es ist echt schwer zu sagen, welcher der beiden der bessere ist. Und mit einem Akku wiegt der 85er 106 Gramm. Das sind 23 Gramm mehr als bei dem Beta 75X. Somit fliegt der Beta 75X Indoor im Haus deutlich besser, weil der leichter ist und kleiner. Dagegen ist der Beta 85X robuster und fliegt draußen halt besser. Hier die Videoaufnahme von der DJI FPV-Brille von dem Beta 75X. Man kann wunderbar durch die Wohnung fliegen und sieht alle Details. Die Farben werden hier durch die Nebula gut wiedergegeben. Der Beta 75X schafft hier mit dem 300 mAh Akku ca. 3,5 Minuten Flugzeit. Dabei habe ich schon die SCs mit dem neuen Belheli M 16.9 verwendet mit 48K Einstellung. Ich hatte hier sogar 96K eingestellt, weil angeblich Betafly 424 damit noch etwas länger fliegt, ist mir aber nicht wirklich aufgefallen. Jetzt aber zurück auf die Wiese. Hier fliegt der Beta 75X schon mal ganz gut, hat genug Kraft und man kann richtig viel Gas geben. Flip und Rolls klappen auch gut auf Flug auf Sicht. Jetzt die DJI-Brille an und schon sieht man hier das Originalbild der Nebula. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Nebula Version 1 oder Version 2 ist, weil das Bild hier super gut aussieht. Aber auch oft die Farben total matt werden, was auf eine Nebula 1V Kamera deutet. Auf jeden Fall ist das Bild gut genug und sehr detailliert. Die DJI-Brille nimmt hier das Bild in 720p mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Nebula-Kamera liefert ein 16:9 Bildformat und kann nur mit der Einstellung niedrige Latenzzeit geflogen werden. Auf eine hohe Qualität wie bei der DJI-Kamera kann man nicht umschalten. Dafür geht aber die 50 Mbit Übertragung über 2 FPV-Kanäle. So hat man ein sehr gutes Bild bei einer Übertragungsleistung von nur
25 mW. Ja, und der Beta 75X Quad fliegt richtig gut. Eins, was nicht immer klappt, sind die Rolls und Flips. Da klappt manchmal die 360-Grad-Drehung nicht perfekt genug. Das Frame von dem Quad ist nicht besonders robust. So braucht man nur etwas gegen einen Baum fliegen und schon ist der Rahmen gebrochen. Also unbedingt einen Ersatzrahmen bei Beta FPV oder Amazon bestellen. Mir gefällt der kleine Beta 75X gut. Endlich ein digitaler Mini-Whoop, der besonders leicht ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit dem Naked Vista Modul so ohne den Kühlkörper funktioniert. Eigentlich dachte ich, dass sich das Modul sofort überhitzen wird. Aber beim Fliegen bleibt das Modul kühl. Man sollte aber den Quad nicht mit angeschlossenem Akku länger als eine Minute stehen lassen, da sich das Modul dann überhitzt und das Bild ausgeht. Zum Glück hat das Vista-Modul einen Temperatursensor, der das Modul vor der Überhitzung schützt. Also holt euch den Beta 75X oder vielleicht den robusten Beta 85X bei Banggood, Beta FPV oder Amazon. Die Links findet ihr mit Coupons in der Videobeschreibung. Und es spielt wirklich keine Rolle, welchen Whoop ihr nehmt, ob den 75X oder den 85X. Mit einem neuen Frame und Propellern könnt ihr den Whoop einfach von 75 auf 85X umbauen oder umgekehrt. Viel Spaß beim Fliegen!